Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hope life is good to you as it's supposed to be. Ich hoffe, das Leben ist gut zu dir, so wie es sein soll. Actually, it's supposed to be and it's not supposed to be. Eigentlich sollte es so sein und es sollte nicht so sein. If you live the Zoe life, it's supposed to be good to you. If you live the Psyche life, it's supposed to be not so good to you. Wenn du das Zoe Leben lebst, geht es dir gut. Wenn du das Psyche Leben lebst, geht es dir nicht so gut. So if you live the life of Christ, it's supposed to be very good. If you live your own self-life, it's not so good. Wenn du das Leben von Christus lebst, geht es dir sehr gut. Wenn du dein eigenes, egoistisches Leben lebst, nicht so gut. So remember, there's a life that belongs to you and it's Jesus' life. Denke daran, es gibt ein Leben, das dir gehört. Es ist das Leben Jesu. And it's not a self-focused life. Es ist kein selbstbezogenes Leben. So after Paul is telling the Corinthians that they are supposed to seek the spiritual advancements of the brothers and sisters, Nachdem Paulus den Korinthern gesagt hat, dass sie den geistlichen Fortschritt ihrer Brüder und Schwestern fördern sollen, he is saying a beautiful statement in verse 24. macht er in Vers 24 eine schöne Aussage. He says, so don't always seek what is best for you at the expense of another. Versucht also nicht immer das, was am besten für euch ist, auf Kosten eines anderen zu erreichen. Think about how this is not even considered wrong in the world today. Denkt darüber nach, dass dies in der heutigen Welt nicht einmal als falsch angesehen wird. I mean, today in the world, it is a total normal thing to live like this. In der Welt von heute ist es völlig normal, so zu leben. People enrich themselves at the expense of others. Die Menschen bereichern sich auf Kosten anderer. People push themselves higher on the expense of others. Menschen pushen sich auf Kosten anderer hoch. People get very wealthy at the expense of others. Menschen werden auf Kosten anderer sehr wohlhabend. You know, we must never, 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 never give in to this. Wir dürfen dem nie und niemals nachgeben. You know, I like how the Passion doesn't say, so don't seek what is best for you. Mir gefällt, dass die Passion-Übersetzung nicht sagt, strebe also nicht nach dem, was für dich am besten ist. It doesn't say that. Das sagt sie nicht. It says, don't seek what's best for you at the expense of others. Sie sagt, versuche nicht, das Beste für dich auf Kosten anderer zu erreichen. Never, in other words, never use anybody to make your life better. Mit anderen Worten, benutze nie jemanden, um dein Leben besser zu machen, But use your life to make others better. sondern nutze dein Leben, um das Leben anderer besser zu machen. So, you know, it's so simple. Every time you use people, you have sinned. Es ist so einfach. Jedes Mal, wenn du Menschen benutzt, sündigst du. You know, once the Lord showed me that we must never love money and use people, but always love people and use money, this became such a holy thing to me. Als der Herr mir zeigte, dass wir niemals Geld lieben und Menschen benutzen dürfen, sondern immer Menschen lieben und Geld benutzen, wurde mir das so heilig. Suddenly, whenever I see people, I can't make my life better using people. Wenn ich Menschen sehe, kann ich nicht einfach mein Leben besser machen, indem ich sie ausnutze. You know, this has been something so strong to me. Das hat mich so stark getroffen. You know, we don't have a huge ministry compared to many other people. Im Vergleich zu vielen anderen Leuten haben wir keinen großen Dienst. Yet, on the other hand, we are involved in the biggest thing that exists, which is the kingdom of God. Aber andererseits sind wir an der größten Sache beteiligt, die es gibt, nämlich dem Reich Gottes. But as God began to trust me and give me stewardship more and more over people, Als Gott anfing, mir zu vertrauen und mir immer mehr Verantwortung für Menschen zu geben, God gave me this very simple revelation. gab er mir diese einfache Erkenntnis. And it's my definition of spiritual abuse. Das ist meine Definition von geistlichem Missbrauch. What is spiritual abuse? Was ist geistlicher Missbrauch? You see, spiritual abuse is very much related to sexual abuse because I will explain to you why. Geistlicher Missbrauch ist sehr stark mit sexuellem Missbrauch verwandt. Ich erkläre dir, warum. People who did research found out Menschen, die Nachforschungen angestellt haben, fanden heraus, that the symptoms of spiritually abused people and the symptoms of sexually abused people are almost identical. dass die Symptome von geistlich missbrauchten Menschen und die Symptome von sexuell missbrauchten Menschen fast identisch sind. So, what is sexual abuse? Was ist sexueller Missbrauch? Sexual abuse is if you use somebody else
to satisfy your sexual desire. Sexueller Missbrauch ist, wenn du eine andere Person benutzt, um dein sexuelles Verlangen zu befriedigen. So you don't use anybody to satisfy your sexual desire. Benutze also niemanden, um dein sexuelles Verlangen zu befriedigen. In a marriage, you give yourself to each other. In einer Ehe gibst du dich dem anderen hin. The moment you start to use your partner, you've abused your partner. Sobald du anfängst, deinen Partner zu benutzen, missbrauchst du ihn. Now, I understand in extreme cases that happens with force and violence. Im Extremfall geschieht das mit Gewalt und Zwang. But many children have been sexually abused without force and violence, and they still suffer the same trauma. Aber viele Kinder werden ohne Gewalt sexuell missbraucht und erleiden trotzdem das gleiche Trauma. They were lured into it by giving them gifts, giving them candies, and all sorts of stuff. Sie werden mit Geschenken, Süßigkeiten und allem Möglichen dazu verleitet. Now think, Überleg mal. your sex drive is a God-given gift. Dein Sexualtrieb ist ein von Gott gegebenes Geschenk. The moment you use others to satisfy that, you've abused them. Sobald du andere benutzt, um ihn zu befriedigen, missbrauchst du sie. You might have a vision that God has given you, even a ministry that God has given you. Du hast vielleicht eine Vision, die Gott dir gegeben hat, oder sogar einen Dienst, den Gott dir gegeben hat. What happens? Was geschieht? In order to fulfill that, you will need people. Um das zu erfüllen, brauchst du Menschen. Do you know, I'm going to do a whole big teaching about fine lines. Ich werde eine umfangreiche Lehre über feine Grenzen, Grauzonen machen. Daniel has inspired me to do that. Daniel hat mich dazu inspiriert. There's such a fine line of working with people together to fulfill God's purpose or using people to fulfill God's purpose. Es ist ein feiner Unterschied, ob man mit Menschen zusammenarbeitet, um Gottes Auftrag zu erfüllen, oder ob man Menschen benutzt, um Gottes Auftrag zu erfüllen. One is abuse, the other one is very gratifying to the heart of God. Das eine ist Missbrauch, das andere erfreut das Herz Gottes sehr. And that's what Paul is saying right here. Genau das sagt Paulus hier. You can't seek what's best for you at the expense of other people. You can't do that. Du kannst nicht auf Kosten anderer Menschen nach deinem eigenen Wohl streben. Das darfst du nicht tun. God knew that he wanted me to have a school. Gott wollte, dass ich diese Schule habe. He gave me Daniel. Er gab mir Daniel. The moment I used Daniel to fulfill my dream and desire of our school, I have committed spiritual abuse. Sobald ich Daniel benutze, um meinen Traum und meinen Wunsch von unserer Schule zu erfüllen, begehe ich geistlichen Missbrauch. So all the time I have to make sure Ich muss also die ganze Zeit dafür sorgen, that Daniel is serving the Lord together with me and not by serving me. dass Daniel zusammen mit mir dem Herrn dient und nicht indem er mir dient. Paul makes it clear here. Paulus macht es hier deutlich. Nothing comes at the expense of other people. Nichts soll auf Kosten anderer Menschen sein. Church, it's time to wake up. Gemeinde, es ist Zeit aufzuwachen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.